Es ist eine Landschaft, die Menschen begeistert. Menschen, die Stille, Einsamkeit und freie Horizonte schätzen. Es ist eine Landschaft, die weit entfernt ist vom Postkartenmodell der Natur. Eine Landschaft für Eingeweihte, für starke Geister. Für diejenigen, die die Schwierigkeiten des Lebens in diesen trockenen und kalten Bergen verstehen. Die Rede ist von der Sierra del Bobo im Süden Aragoniens. Wir durchqueren diese magische Gebirgslandschaft auf der 4. Etappe unserer 2-wöchigen Bikepacking-Tour um und in den Montañas Vacías, den leeren Bergen zwischen Madrid, Barcelona und Valencia. Unsere Tour startet und endet in der Nähe von Tortosa am Ebro, dem zweitlängsten Fluss der Iberischen Halbinsel. Wir taufen unsere Route Montañas Vacías Extended, da wir die bekannte Originalroute der Montañas Vacías mit Start und Ziel in Teruel mit ein paar Etappen vorab und zum Abschluss ergänzen und verfeinern möchten. Zu Beginn suchen wir uns bewusst einige Abschnitte, die für uns noch unbekannter sind und abenteuerlicher werden als die gut dokumentierte Route ab Teruel. Hier finden wir vorab nur wenige oder gar keine Berichte über Wegbeschaffenheiten oder Infrastruktur. Außerdem möchten wir mit unseren selbst geplanten Etappen auch landschaftlich noch zusätzliche Reize setzen. Mit ausgedehnten, kargen und baumlosen Hochebenen, bevor wir in die schier endlosen Kiefernwälder der Montañas Vacías tauchen. Und auch unsere letzten beiden Etappen entlang der Mittelmeerküste hinauf zum ausgedehnten Ebro-Delta bringen noch etwas mehr Abwechslung und spannende Kontraste zu den bergigen und waldigen Etappen der Tage zuvor. Ein paar wenige Worte zu unserem Setup. Unterwegs waren wir mit unseren Cannondale Gravel Bikes bestückt mit einem bunten Mix von Taschen und Packsäcken von Tailfin, Ortlieb und Topeak. Laufräder haben wir auf unseren Bikes die Mavic Allroad S. Reifen fahren wir von Pirelli die Cinturato Hard Terrain in 45C Breite, tubeless. Das sind wirklich großartige Reifen, mit denen wir letztes Jahr schon viele Kilometer durch Bosnien-Herzegowina gefahren sind, teils auf sehr ruppigem Untergrund. Wir waren auch öfter in Italien damit unterwegs, bisher jedenfalls über 5000 Kilometer ohne Defekte. Nach knapp 3000 Kilometer haben wir den etwas stärker abgefahrenen Hinterreifen mit dem Vorderreifen getauscht und werden erst nächste Saison dann neue Reifen aufziehen. Antrieb, Bremsen haben wir einen Mix aus SRAM Force und Eagle XX1. Von SRAM also die elektronische AXS-Schaltung 1x12, Kettenblatt vorne 40, Kassette hinten 1052. Damit waren auch die steileren Passagen der Montañas Vacías für uns insgesamt sehr gut fahrbar. Auf ein paar Passagen unserer Route hätte man natürlich mit einem Mountainbike mehr Spaß als mit einem Gravelbike, aber insgesamt ist die Tour auf jeden Fall auch für Gravelbikes bestens geeignet. Natürlich gilt, wie fast überall im Gelände, auch für die Gravelbikes, je mehr Felgen und Reifenbreite und je weniger Luftdruck, desto mehr Komfort und Fahrspaß. Was wir für diese Tour Mitte, Ende Mai auf jeden Fall wärmstens empfehlen können, sind ausreichend Wasser, genügend Essensvorräte und vor allem warme Kleidung und ein guter Schlafsack. Es gibt zwar in vielen Gegenden Spaniens die wunderbare Infrastruktur der Refugios, also die unbewirtschafteten Hütten und Häuser meistens aus Stein, die von Wanderern und Radfahrern auf der Durchreise kostenlos zum Übernachten genutzt werden können. Aber in den Nächten oft über 1500 Meter Seehöhe ist es selbst in diesen Steinhäusern Mitte Mai empfindlich kalt. Einmal hatten wir früh morgens sogar eine dünne Eisschicht am Zelt, auf unseren Bikes und allen Taschen.
Die Temperaturen waren hier im Mai deutlich niedriger als bei uns daheim in den Alpen. Insofern darf man sich von den Gedanken an Spanien und den sonnigen, warmen Süden nicht allzu sehr verleiten lassen und wir empfehlen auf jeden Fall Daunenjacken und warme Schlafsäcke mitzunehmen. Und was man auch bedenken sollte, man ist auf der Montañas Vacías Runde nicht unbedingt immer alleine unterwegs. Bei uns waren bei den Refugios auf der offiziellen Route meistens auch andere Radreisende, was natürlich super nett sein kann, weil man Geschichten und Erlebnisse austauscht, was aber die Nächte selbst nicht unbedingt entspannter macht. Wenn wir nicht alleine waren, dann haben wir in unserem Zelt außerhalb des Refugios geschlafen, weil uns erholsame Nächte auf unseren Reisen einfach sehr wichtig sind und wir schon zu oft in diversen Hüttenlagern aufgrund von unangenehmen Geräuschen einfach nicht schlafen konnten. Und was man auch mit bedenken sollte, gerade an Wochenenden sind einige dieser Refugios gern genutzte Treffpunkte einheimischer Jugendlicher. Uns wurde zweimal unterwegs von anderen Bikepackern berichtet, dass sie kein Auge zubekommen haben, weil einfach lange und laut neben ihnen gefeiert wurde. Ansonsten sind diese Refugios jedoch einfach nur großartig und ein unglaubliches Juwel inmitten zahlreicher abgelegener, naturnaher Landschaften Spaniens. Und wir haben vor allem bei unserer kompletten Durchquerung Spaniens im Herbst 2021 dankbarst einige Nächte in diesen wunderbaren Schutzhütten verbracht. Zum Thema Wasser, hier ist die Versorgung unterwegs extrem unterschiedlich. In der Gegend des Rio Tajo und auch im Großteil der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha findet man sehr leicht Quellen und frisches, ungeklortes Wasser. In anderen Gegenden sind Quellen und Brunnen, die in den digitalen Karten eingezeichnet sind, möglicherweise vor Ort dann doch komplett ausgetrocknet. Bei uns war das vor allem auf den ersten Etappen rund um den Monte Caro in Katalonien, aber auch am Ende der Montañas Vacías Runde beim Refugio Hortalán in Aragonien. Da war zum Beispiel die ausgeschilderte Fuente dann komplett ausgetrocknet. Grundsätzlich raten wir sehr, auf dieser Tour immer rechtzeitig, also in Ortschaften, alle Wasserflaschen zu füllen, um da keine Probleme zu bekommen. Wir haben neben unseren Trinkflaschen auch immer unseren 4 Liter Wassersack so spät wie möglich vor dem Etappenende gefüllt, um abends, morgens und bei der Etappe am nächsten Tag dann auch immer genügend Wasser zu haben. Was man auch wissen muss, ist, dass die meisten oder vielleicht sogar alle öffentlichen Quellen und Brunnen in der Region Aragonien übelst geklort sind. Für uns ist es nicht nachvollziehbar, wie man da das Wasser verwenden kann. Die Einheimischen tun das. Da hilft es natürlich auch nicht, das Wasser zu filtern. Der Chlorgeschmack bleibt. Das heißt, wir haben in diesen Gegenden tatsächlich immer in Flaschen abgefülltes Wasser gekauft oder aus einer ungeklorten Quelle Wasser gefiltert, aber uns nie an diesen mit RED-Schildern versehenen öffentlichen Brunnen bedient. Und auch mit der Lebensmittelversorgung ist es nicht immer ganz so einfach. Viele eingezeichnete Bars und Lebensmittelläden haben dann vor Ort doch nicht zu den angegebenen Zeiten geöffnet, was besonders bitter ist, wenn man eigentlich nur 1- bis 2-mal am Tag irgendwo in einer kleinen Ortschaft ist, in der es grundsätzlich eine Einkaufs- oder Essensoption gäbe. Bei uns war es einmal an einem Mittwoch besonders bitter. Sämtliche Bars und Supermärkte waren an diesem Tag geschlossen und wir waren wirklich froh, dass wir genügend eigene Vorräte in unseren Taschen hatten. Wer also hier auf Nummer sicher gehen möchte, sollte zumindest für 1 bis 2 Tage die komplette Verpflegung selbst in den Taschen mithaben und wirklich jede Gelegenheit unterwegs nutzen, bereits verzehrten Proviant wieder aufzufüllen. Natürlich kann man auch Glück haben und immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und wird sich dann wahrscheinlich denken, dass alles halb so wild ist und wir da nur Blödsinn erzählen, aber es kann halt auch genau umgekehrt sein. Um
Um euch die ersten 5 Etappen unserer Reise, die nicht Bestandteil der Montañas Vacías Originalroute sind, etwas näher vorzustellen, haben wir einige kurze Sequenzen dieser 5 Tage zusammengeschnitten. Ausführliche Informationen und Bilder zu allen einzelnen Etappen unserer Tour findet ihr auf unserem Weblog. Der Link ist in der Videobeschreibung. Hier folgt jetzt einmal ein ca. 3-minütiges Best-of einzelner Videosequenzen von der Strecke zwischen Tortosa und Teruel. Danach stellen wir noch unsere persönlichen Highlights der offiziellen Montañas Vacías Route vor und zeigen dann zum Abschluss noch ein paar Bilder unserer finalen Etappen über die Küste zurück nach Tortosa. Nach einer Nacht in Teruel ging es für uns in den kommenden 7 Tagen auf der offiziellen Montañas Vacías Route weiter. Wenn wir für die ersten Etappen ab Teruel einen Tipp geben können, dann lautet dieser: früh aufstehen und zeitig losfahren. Denn das erste absolute Highlight wartet bereits kurz nach Teruel
und ist im kräftigen Morgenlicht der aufgehenden Sonne besonders eindrucksvoll. Die rötlichen Gesteinsformationen der Canyons nur ein paar Kilometer westlich der Stadt. Aber auch sonst bietet die Etappe ab Teruel eine Menge abwechslungsreicher Landschaften und Pisten und mit Albarracín eine weitere sehenswerte Stadt inmitten der gleichnamigen Sierra. Hier genießt man weite, freie Panoramablicke, bevor es für die nächsten Tage großteils durch schier endlose Kiefernwälder gehen wird. Im einsamen Hochland des Naturparks Alto Tajo am Rande der Sierra de Albarracín gibt es zwischendurch immer wieder kurze Passagen mit Lichtungen und etwas mehr Rundumsicht. Vor allem beim Refugio neben der wunderschönen Eremita San Lorenzo, für uns definitiv einer der schönsten Plätze für eine Nacht auf der Montañas Vacías Route. Auf unserer 8. Etappe überrascht uns rund um das kleine Bergdorf Chiquilla eine Vielzahl spektakulärer, teils skurriler roter Gesteinsformationen direkt neben der Straße. Kurz darauf passieren wir imposante Felswände auf der herrlichen Piste entlang des malerischen, tiefgrünen Rio Tajo. Hier verlassen wir auch kurz die Originalroute, die noch etwa 25 Kilometer am Rio Tajo weiter entlang führt, da wir diesen Abschnitt bereits von unserer Spanien-Durchquerung 2021 kennen. Und auch die Piste durch die Serranía de Cuenca auf unserer 9. Etappe ist uns teilweise bereits bekannt. Hier hatten wir 2021 unsere einzige Regenfahrt bei unseren 1880 Kilometer quer durch Spanien. Und auch dieses Mal erwischt es uns nahezu an derselben Stelle auf knapp 1700 Meter Höhe, ein paar Kilometer vor dem Refugio Alconera. Ein Highlight der etwas anderen Art folgt dann kurz darauf, eine der entspanntesten Abfahrten der Montañas Vacías Route, 13 Kilometer lang und 350 Höhenmeter bergab, der Großteil auf einer frisch asphaltierten, einsamen Forststraße. 2021 war hier noch eine Schotterpiste und umso lauter jubeln wir dieses Mal, weil es für uns so unerwartet locker und zügig dahingeht. Unsere 10. Etappe führt uns zwar durch ganz nette Landschaften, aber wir spüren schon deutlich die Vorfreude auf baumlosere Regionen ab morgen. Heute zwingt uns der heftige Regen der letzten Nacht einen kleinen Umweg auf, da die wahrscheinlich sehr schöne Offroad-Passage entlang des Rio Safria im tieflehmigen Boden für uns leider sinnlos wäre. Das nächste richtige Highlight kommt für uns erst einige Kilometer später auf unserer 11. Etappe. Die großartige Auffahrt zum Refugio Collado de Buey in der Sierra de Javalambre. Auf 1720 Meter Höhe verbringen wir eine Nacht und starten am nächsten Morgen zeitig die großartige Panoramafahrt hinauf zum 2020 Meter hohen Javalambre-Gipfel. Vom Gipfel des Javalambre geht es 900 Höhenmeter sehr lässig und abwechslungsreich bergab, hinunter in die weiten Ebenen südlich von Teruel. Unseren besten Zwischenstopp in einer Bäckerei genießen wir in Linares de Mora. Hier kaufen wir eine bunte Auswahl süßer und herzhafter Leckereien und verkosten das meiste gleich an Ort und Stelle mit jeweils 2 Tassen kräftigen Kaffee. Unmittelbar darauf verlassen wir die offizielle Route der Montañas Vacías und steuern auf die malerische Ortschaft Puerto Mingalvo zu. Für uns beginnt unmittelbar danach eine wunderschöne Gravelpiste,
mit weiten Panoramablicken zurück auf die Hügelketten rund um Puerto Mingalvo. Die Nacht verbringen wir auf dem freien Campingareal El Planas, nahe der Pilgerstätte San Juan de Peñagolosa. Mit ein paar Impressionen unserer letzten beiden Etappen entlang der Mittelmeerküste nordwärts bis zum Ebro-Delta endet unser Video zu dieser fantastischen Reise durch und um die Montañas Vacías, die leeren Berge im Bikepacking-Paradies Spanien.